Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder einen Haul und zwar ist da ein bisschen Black Friday mit drin. Es ist ja immer dieser Black Friday Record Store Day und da habe ich tatsächlich mir zwei Sachen geholt. Viel Cooles gab es diesmal nicht. Eine Sache werde ich mal erwähnen, wo ich noch nicht sicher bin, ob ich mir das hole, weil ich den Preis erschreckend finde. Und wir gucken uns mal so an, was ich noch so bekommen habe die letzten Tage. Und nach dem Intro starten wir damit. Ja, da haben wir einmal eine ältere Scheibe von der Band Umf oder wie ich sie jetzt im weiteren Verlauf nenne, Omf, weil ich finde Umf hört sich immer so bescheuert an. Ich habe die Band immer Omf genannt und ja, das ist das Album Defekt. Das ist ein Album, was vor Augen auf Ich komme, oder wie das Ding damals hieß, rauskam, bevor ein Major-Label sich Umf geschnappt hat, oder Omf, und dann aus der Band leider was Schreckliches gemacht hat. Das war die Zeit, wo die noch richtig geil waren und in kleinen Clubs gespielt haben, so wie in Hamburg im Kür, wo ich von Dero durch den Laden geschmissen wurde, in der Ecke landete, weil ich über den Fuß meines Kumpels gestolpert bin. Coole Erinnerungen an diese Band. Alles, was dann aber später kam, fand ich ganz schön schwach. Ab dem Album Ego hörte es für mich so ein bisschen auf. Da wurde das so ein bisschen eine Karnevalskapelle und es wurde so ein alberner Mist. Jetzt sind sie ohne Dero unterwegs, weil der hat sich berufen gefühlt, den Weg Gottes zu folgen und ist dann nicht mehr so zufrieden mit den Texten, die die damals gemacht haben. Und ist jetzt halt solo unterwegs. Die Platte geht auch, kann man sich anhören, hat ein paar ganz coole Songs. Heißt, glaube ich, 1984. Aber halt, das sind die Sachen, die ich geil finde von Dero und seiner damaligen Band. Und ja, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Das Ganze sieht drin so aus. Ich glaube, die anderen hießen Crap und Flux. Und hier haben wir das Bild von hinten, cool mit diesem Defekt-Stempel. Wir haben hier Bonustracks auf der Platte und ja, hier seht ihr die ganzen Titel. Hier hervorzuheben, finde ich, ist Ice Coffin, Willst du Hoffnung, Defekt ist ein geiler Song, Turn the Knife, also ja, Hast du geglaubt, auch sehr geil. Also auf jeden Fall eine coole Zeit der Band. Wer das nicht kennt und nur den neuen Schrott kennt, hört da mal rein, weil das war noch die geile Mucke. Und da ich von Omf noch gar nichts auf Vinyl besitze, habe ich mir auch noch die hier geholt, weil die waren beide nur noch einmal verfügbar bei Amazon. Ich habe jetzt gedacht, okay, jetzt oder nie, bevor ich sie wieder nicht bekomme. Das ist das Album Sperm. Ja, hier sieht man so ein bisschen Haut, dann hat da jemand mit Milch gekleckert. Ferkelchen und ja, dann haben wir hier diese Demogorgons, die hier hin und her fliegen. Sieht ähnlich aus wie Spermienzellen, aber soll bestimmt was anderes sein. Und innen drin haben wir dann hier nochmal wieder gekleckerte Milch und dann hier so ein Bild. Ich decke das mal so ein bisschen ab, weil ich gar nicht weiß, ob man sowas auf YouTube zeigen darf. Das ist eine Auster, die anscheinend geöffnet wurde. Und ja, ich zeige es nochmal kurz. Jeder denkt, wird wahrscheinlich wissen, was das ist. War früher in der CD-Variante. Genau in dem Mittelloch der CD. War damals schon eine ulkige Sache. Jetzt haben sie es hier einfach so in das Innencover reingemacht. Und ja, wer also auf Austern steht, der sollte sich die Platte hier holen. Hinten sehen wir dann die Texte, ein bisschen angelehnt an das ganze Thema hier. Suck, Taste, Spit, Sex, Dickhead. Also ihr seht, das sind alles so ein paar Titel, die vielleicht mit diesem ganzen Cover auch in Zusammenhang stehen. Alles ein bisschen Schweinereien und sehr geil finde ich hier das Lied Feiert das Kreuz. Sehr geiler Song. Breathtaker, auch ein cooles Lied. Auf jeden Fall auch ein nettes Album. Das kam auch noch vor der Defekt. Um da noch Alben hervorzuheben, die richtig gut waren, nicht das, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, wäre ein Wunschkind, was ich mir auch noch holen muss. Das finde ich eins mit der geilsten Alben von Omf auch ist. Und das Debütalbum, was ein bisschen elektronischer war und finde ich auch zu den ja, Meilensteinen der härteren Elektroalben gehört. Gerade Der neue Gott ist so ein Song, ja, auf jeden Fall damals ein Klassiker in den Darkwave-Discos gewesen. Dann kommen wir zu dem Ding hier und das ist ja, das neue, geniale
Radio Broadcast Archiv Teil und diesmal von KISS. Ich habe euch neulich Metallica gezeigt. Ich denke, diese Bilder werden immer mit AI entworfen. Wie man hier gut erkennen kann, Paul sieht nicht aus wie Paul, Gene sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Und wer zur Hölle ist er? Ich denke mal, es soll angelehnt an Tommy Sayer sein. Sieht aber aus wie irgendwie das Bandit-Make-up aus der Anfangszeit von Paul. Und irgend so eine Mischung aus irgendwas. Also eigentlich total Panne. Ich finde es aber auch schon wieder total cool. Ich liebe solche Schrottalben, die irgendwie auf den Markt geschmissen werden. Da werden irgendwelche Live-Tracks draufgeballert und dann wird das verkauft. Auch Lost and Found wie bei Metallica sind jetzt zu kriegen. Bei wahrscheinlich, das ist jetzt keine Werbung, ich habe davon nichts. Ich habe es von EMP. Ihr bekommt es wahrscheinlich auch bei Amazon. Ja, diesmal kein Clear-Vinyl drin, sondern wir bekommen hier tatsächlich eine Clear-Orange-Vinyl. Also nicht komplett clear, sondern es ist clear, aber halt in Orange. Auch sehr, sehr nett. Mal was anderes. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingehört, von wann die Songs sind. Ich denke mal, es ist aus der neueren Zeit, weil wir haben hier Tears Are Falling mit drauf. Ich gehe davon aus, es ist sehr, sehr aktuell, weil da haben sie, glaube ich, Tears Are Falling ja gespielt. Ich weiß gar nicht, auf der vorletzten Tour oder auf der End of the Road im Anfangsbereich der Tour. Irgendwo war das Lied, glaube ich, mit dabei. Ja, gibt es neu. Wer also Bock hat auf ein absolut spackiges Cover mit einem Typen drauf, den keiner je bei KISS gesehen hat, dann holt euch das Ding hier. Kommen wir zum Record Store Day und da habe ich mir 2 Scheiben geholt. Fangen wir mit der an, die nicht ganz so geil ist und besonders die preislich ein echter Schocker war. Ich wusste nicht so recht, was das preislich werden wird. Die Dinger werden ja auch nie vorher ausgepreist. Man sieht es ja immer erst an dem Tag. Ich bestelle sie immer bei Helion Records in Itzehoe. Das ist immer so der Laden, wo ich meine Black Friday oder Record Store Day Sachen bekomme. Da habe ich mir die geholt. Das Ding kostet, haltet euch fest, 38,99 und das Ganze für 2 Songs. Und es ist jeweils derselbe Song, weil wir haben da einmal 77 featuring Avril Lavigne und einmal 77 anscheinend von Billy Idol nur gesungen. Ich muss es mir noch anhören, ich habe noch nicht reingehört, ich habe die heute abgeholt. Ist auf jeden Fall eine Picture Disc. Preislich komplett überzogen, aber da ich Billy Idol Sachen sammle und ja ein großer Fan besonders der alten Sachen bin, ja, musste ich das Ding einfach holen. Die Picture Disc ist echt ganz nice gemacht mit diesem Comic-Motiv. Ja, Avril Lavigne finde ich auch nicht so schlecht. Habe ich früher auch eigentlich ganz gerne gehört, so ein paar Songs. Heute ist sie ja so ein bisschen schwierig unterwegs, aber ja, macht immer noch ganz gute Songs und das finde ich echt eine ganz gute Sängerin. Das Record Store Day, der erste Streich Billy Idol. Kommen wir zu dem Teil, was auf jeden Fall ein Must-Have für mich war. Und das ist die hier. Auch Record Store Day, da seht ihr es, Black Friday. In Flames live 2024. 4500 Stück limitiert. Das ganze Ding kommt in so einer Clear-Cover-Variante hier und ist natürlich auch eine Picture Disc. Hier habt ihr dieses Jester-Head-Symbol vorne drauf und hinten haben wir dann den Jester-Head, der gerade irgendwie eine Sanduhr in der Hand hält. Sehr, sehr geil. Es sind nicht allzu viele Songs drauf, sind jetzt auch nicht so richtig meine Lieblingssongs, aber es ist auf jeden Fall okay. Ich sammle In Flames Alben, ich finde das absolut cool. Ich ärgere mich ganz, ganz doll, dass ich mir damals die LP-Box nicht geholt habe, die jetzt mittlerweile unbezahlbar ist, wo alle Alben damals drin waren. Ich habe mich gesträubt da damals, ich weiß gar nicht, 249 für zu zahlen. Jetzt liegt die, glaube ich, bei über 500. Ja, ärgerlich. Aber ich habe alle Alben eigentlich fast soweit. Auf jeden Fall die neueren, die ganz alten von den Flames mag ich nicht so. Aber sonst habe ich eigentlich so ziemlich alles von den Jungs. Ich finde In Flames großartig. Absolut cool. Besonders das Sense of Purpose ist ja eins für mich der geilsten Alben von den Flames. Final schließen wir das Ganze mit was Unspektakulären ab. Und zwar haben wir da Peters Pop Show. Die hatte ich tatsächlich noch nicht. Die lag auch bei Helion Records in Itzehoe noch rum für 2 Euro. Und warum habe ich mir die wieder gekauft? Natürlich, Depeche Mode ist drauf. Ich habe noch eine andere mitgenommen, Ronnie's Pop Show.
auch für 2 Euro. Ich wusste nicht, ob ich sie schon habe, da ist Depeche Mode sogar auf dem Cover, aber ich habe sie tatsächlich schon. Ist jetzt doppelt, ja, ist halt manchmal so. Man weiß bei den Dingern, die sehen alle gleich aus, immer nicht, was man hat und was nicht. Ich muss irgendwann mal irgendwie eine Liste machen oder halt irgendwie mal abfotografieren. Kommt mit einem coolen Klappcover, das fand ich sehr nice. Leider kein Bild von Depeche Mode drin. Dafür haben wir hier noch ein Zuckerbildchen von Samantha Fox. Damals, glaube ich, der Traum aller Teenies aus der Zeit. Und ja, das auf jeden Fall ein sehr schöner Zustand auch. Sonst auf dem Flohmarkt sind die mal sehr abgegrabbelt. Die hier ist aber wirklich toll. Da kann ich mich nicht beklagen. Das war mein kleiner Haul. Ich bin dann auch schon durch für heute. Ich hole nochmal das Highlight hier rein. Das ist für mich die Inflame-Scheibe. Ja, lasst gerne einen Kommentar da, lasst mich mal wissen, was habt ihr jetzt beim Record Store Day euch geholt? Es gab ja so ein paar Sachen. Mötley Crüe hat, glaube ich, wieder was rausgeschmissen. Die machen ja auch jedes Mal was. Oh, ich habe vergessen anzusprechen, was ich ansprechen wollte. Die Platte, die ich nicht geholt habe, ist natürlich die Eric Carr Unfinished Business und Rockologie. Die gibt es wieder neu aufgelegt. So wie die letzten Male schon beim Record Store Day. Diesmal nicht als Picture Disc, nicht als Splatter-Vinyl oder irgendwas, sondern als Liquid-Vinyl. Und es gibt sogar eine auf 75, also ist auf 3000 Stück limitiert. Und es gibt auch eine Variante bei einem niederländischen Store, die ist auf 75 Stück ja, limitiert in pinken Liquid Vinyl und im Gold Liquid Vinyl. Da hat der Typ von dem Store ein Video zugemacht. Ich war ein bisschen erschüttert, weil das Gold Liquid Vinyl lief schon in der Kunststoffhülle rum. Also es war nicht mehr in der Platte, sondern es war schon ausgelaufen. Ich hatte die kurzzeitig im Warenkorb. Sie kosten 89,99 €. Ich habe dann überlegt, ob ich nur die pinke nehme von der Unfinished Business. Aber auch da habe ich noch nicht auf Bestellen gedrückt. Ich weiß nicht, ob ich die haben will. Dieser Liquid-Vinyl-Kram ist zwar ganz nice. Ich habe davon eine war es Arch Enemy, ja genau. Und ich bin da so ein bisschen vorsichtig, weil ich Angst habe, dass die Dinger irgendwann austrocknen, auslaufen oder was auch immer. Ich weiß noch nicht, ob ich mir die Eric Carr hole. Vielleicht ringe ich mir noch dazu durch. Momentan habe ich es noch gelassen, auch wenn es nur 75 Stück sind. Gerade die pinke sieht sehr geil aus. Aber notfalls wird es halt nur die Orange Liquid Vinyl und die blaue Liquid Vinyl. Dann ist es halt so, aber vielleicht hole ich sie mir auch gar nicht. Ich muss auch in dem Falle nicht alles haben, auch wenn ich gerne alles hätte. So, jetzt bin ich wirklich raus. Lasst einen Daumen, ein Abo und einen Kommentar da. Keep on rockin'. Tschüss.